Guten Morgen. Ui. Guten Morgen. Guten Morgen. Du warst ja beim Campen. Mit wem war das nochmal? Das war mit Aventure Mamai, das heißt sowas wie Abenteuer Kinder. Ja, es gibt ja nicht nur Hauskaufprojekte, sondern das Leben geht auch weiter. Also sind wir heute hier wieder bei einem Kennenlerntreffen für die nächste Ferienwoche für Mathilda. Diesmal geht's um Naturwissenschaften und Experimente. Und wie die alle auf sie zukommen und sich gefreut haben, das war schon toll. Let me tell you a story. Und wie immer gibt es zunächst alle wesentlichen Informationen, dann teilen sich die Gruppen auf und es beginnen die Kennenlernspiele, Namensfindung und einfach so ein bisschen Gruppenbildung. Und so wird die Vorfreude geweckt für das Camp. Das war die Gesellschaft, die das gemacht hat. Und das Projekt, was die dort gemacht haben, das hieß, glaube ich, Les Aventures de Jamie. Und Jamie macht halt immer so Videos. Ich glaube nicht, dass ihr den kennt, aber vielleicht kennt ihr ihn ja. Und da Der haben wir macht halt so so, wissenschaftliche Sachen, gell? Genau. da haben wir halt Experimente gemacht. Und wie viele Kinder wart ihr da? Das war ja zwischen 10 und 14 oder sowas, glaube ich, oder? 10 und 14 wäre gut. Wir waren 40. Ja, aber im Alter meine ich, zwischen 10 und Ach 14 oder so. so. Ja, wir waren 40 Kinder, aber im Alter war es, glaube ich, von 10 bis 14. Ja, stimmt. Also siehst du schon viel relaxter aus. Jetzt hören wir auf. Jetzt hör aber mal nicht gefilmt, dann das kann ich ja alles wegschneiden, aber erzähl doch mal, was ihr dann da so gemacht habt irgendwie. Wenn du sagst Experimente, was habt ihr dann da gemacht den Tag über? Also, ich erzähle jetzt natürlich nicht die ganze Woche, das wäre ein bisschen viel, aber ich würde mal die 2 besten Geschichten erzählen. Mach Vielleicht waren das. sie nicht gerade die schönsten, aber trotzdem die lustigsten. Ja, dann erzähl Zum mal. Beispiel hatten wir einmal, das war sehr cool, kam einen halben Tag über ein Savant Fou, das heißt verrückter Wissender. Und der hat dann halt mit uns Experimente gemacht. Ich erzähle jetzt nur 2, aber es gab ganz viele. Wir haben in ein Mikroskop reingeschaut. Mhm. Und dann meine Lieblings 2 waren zum Beispiel, hat er eine Dose in irgendeine Flüssigkeit reingesteckt, dann kam Schaum. Den Schaum hat er dann auf die Fingerspitzen von mir gestrichen und die angezündet. Was Ja, angezündet? dann an meine Hand kurz gebrannt, war aber nicht heiß und dann hat er es mit einem Tuch abgewischt. Ja. Okay. Und das hat er mit allen gemacht, mit allen Kindern. Und dann hat er einmal, hatte er so Lebensmittelfarbe. Mhm. Und dann hatten wir eine kleine Schüssel, jeder für sich, wo unten am Rand bisschen so Pulver drin war. Und auf jeden Fall hat er, nicht er, haben wir dann halt die Lebensmittelfarbe in das Pulver. Und dann entstanden wie so ganz kleine Kugeln wie Schnee, die dann Ach, zusammengeklebt haben. Und wenn man da mit der Hand so reingetunkt hat, war das richtig angenehm. Und je mehr Wasser und Farbe man reingeschüttet hat, desto mehr wurde es. Aber wenn man es rausgenommen hat, war kein Wasser mehr drin. ja, war das dann Bedeutet, wie so Slime oder sowas? nee, das waren kleine Kügelchen, die aufgequollen sind. Okay. Nicht, Und Strandparty habt ihr auch gemacht und aber schwimmen konntest du nicht, oder was? nee. Du hattest dich verletzt, Ich bin gell? auf eine Glasscherbe getreten den Tag vorher und deshalb konnte ich nicht ins Wasser. Und aber die haben sich, also soweit ich das beurteilen kann, haben die sich da cool gekümmert, gell? Ja, Also dass das zuerst, alles. nachdem ich reingetreten bin, hat der Bademeister, also das war zwar am Strand, aber wir hatten trotzdem einen Bademeister, weil natürlich, sie meinten, nicht alle können schwimmen, obwohl wir schwimmen können. Auf jeden Fall, der hat sich dann zuerst um meinen Fuß gekümmert. Und dann hat sich der Arzt, der mitgefahren ist, jeden Tag um mich gekümmert, hat mir einen Verband gemacht, eine Bandage, was heißt das auf Deutsch? Bandage? Ja, halt eine Bandage außenrum. Ah, das heißt dasselbe. Und Französisch, Deutsch, da hattest dasselbe. du mir noch erzählt, dass die nicht, also nicht die Betreuer dürfen das gar nicht anfassen, wenn da eine Wunde ist oder Es, so, ist das. es gab einen Betreuer und der war ausgebildeter Arzt
Und der durfte als einziger meinen Fuß sozusagen anfassen. Die anderen durften nicht mal mir ein Pflaster drüber kleben. Und in den Kiosk haben wir dann halt gekauft, es gab Gummibärchen oder so lange Lutscher, Dauerlutscher, Cola, Limo. Und dann gab es auch Pommes. Und das ist noch ein richtig Ding. Auf jeden Fall haben wir eine Pommes bestellt. Mit wir, meine ich, zwei Mädchen, und ich. Wir waren halt, was wollte ich jetzt sagen? Pommes bestellen. Ach so, stimmt. Das schneidest du raus. Ja, ich Genau. schneide alles raus. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wir haben Pommes bestellt und dann. Mann, ich stehe auf dem Schlauch. Die Pommes-Geschichte, oder? Okay. Auf jeden Fall haben wir erstmal gewartet, bis die Mittagspause war. Und dann mussten wir noch die Portemonnaies holen und so. Das hat dann auch wieder seine Zeit gedauert. Schlange stehen, weil es gab ja nicht nur wir. Es gab noch 3 andere Campingplätze, die bestellen wollten mit Kindern. Unser Campingplatz und natürlich die Leute, die dort sind, ohne dass sie mit einer Colo da sind. Verstehst du, genau. Und dann haben wir die Pommes bestellt und ich habe auf die Uhr geguckt. Wir haben gedacht, 10 Minuten, das ist alles, was wir warten müssen. Für 4 kleine Schachteln Pommes, also wirklich. Dann, wir haben 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, 1 Stunde. Dann waren die Experimente 1,5 Stunden, das waren dann schon 2,5 Stunden. Und dann haben wir Abendessen gegessen. Und gerade als ich dann loslegen wollte mit Abendessen, pfeift den sein Alarm los. Ach so, die hatten Alarm gehabt, damit, wenn das Genau. Essen fertig ist, dass man das abholen Genau. kann, wie man es auch sonst so kennt. Ah ja, okay, verstehe, beim Self-Service. Ja. Und dann? Und dann haben wir die Pommes geholt und dann hat sich leider herausgestellt, dass es nicht 4 Packungen waren, sondern 44. Weil der ganze Campingplatz, 40 Kinder wollten Pommes bestellen und die 4 Erzieher auch. Ja. Genau. Also das Ketchup, war die Mayo drauf. längste Pommesbestellung der Geschichte mit fast 4 Stunden alles zusammen. Ich frage mich, ob du Spaß daran hast, wenn du diese Sachen machst. Das sind immer fremde Kinder. Du hast ja keine Freundin, die mitgeht, sondern man lernt dann neu jemanden kennen oder viele halt. Und macht dir das Spaß? Willst du das auch weitermachen? Wir wollen dich ja nicht zwingen zu irgendwelchen Dingen, die du nicht willst. Aber wir fahren nicht in Urlaub. Wir sind die ganze Zeit hier, machen vielleicht mal einen Ausflug, wenn überhaupt. Aber ja, es ist halt eine Möglichkeit. Die Mama war ja früher auch immer mit den Kindern unterwegs. Ich war immer mit den Pfadfindern, haben wir Sommercamp und sowas gehabt. Findest du es gut, oder? Ich meine, die Sprache ist ja top bei dir mittlerweile. Ja. Ja. So bei Mama Aventure, wo man den ganzen Tag weg ist, finde ich 5 Tage schon genug. Da wären vielleicht 10, machen sie ja. Vielleicht ein bisschen zu viel, weil ich merke, dass ich auch ein bisschen irgendwie meine Zeit für mich allein brauche. Aber 5 Tage und so, das ist eigentlich schön, ja. Ja, gut, dass du das sagst, weil im Oktober geht die Mama ja nochmal da so auf Pilgerreise, 3 Wochen nach Indien. Da sind ja auch 2 Wochen Ferien schon wieder. Und da war nämlich jetzt die Überlegung, ob du dann da nochmal wieder was machst. Ein paar Tage, eine kürzere oder eine längere Sache. Könntest auch 10 Tage machen, aber ich habe dann schon gesagt, ich glaube 5 Tage reichen, dann bist du wieder daheim, gell? Ja. Na gut. Ja, möchtest du sonst noch was mitteilen? Nee, passt. Passt. Okay, dann gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen laufen oder in den Colorado Park und Das ist doch dasselbe im Colorado Park laufen. ja, müssen ja erstmal hinlaufen und dann oben drin laufen und dann laufen wir wieder zurück. Gut, na denn, dann machen wir uns fertig. Tschüss.